Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Komponenten zwischen Komponenten Variablen übergebt und damit Komponenten im Workflow miteinander verbindet. Ich bin wieder in unserem Test-Workflow und ihr seht hier im Startbereich, dass dieser Event-Trigger, den ich hier eingebaut habe, verschiedene IDs mitgibt und mit dieser ID oder Variable mitgibt. Und mit dieser ID möchte ich jetzt Folgendes tun. Ich möchte eine Sales Order abrufen und diese Sales Order möchte ich hier in einem Log-Element ausgeben. Und damit das funktioniert, muss ich ja hier eine Kette bilden. Also den Wert, der hier aus dem Event-Trigger kommt, muss ich an diese Komponente Sales Order View übergeben. Und das Ergebnis aus Sales Order View muss ich hier an meine Log-Komponente übergeben. Was ich also mache, ist, ich gehe hier in meine Sales Order View Komponente in meiner Konfiguration und sehe hier, dass es hier ein ID-Feld gibt. Und hier gebe ich also die Komponente ID hinein. Ja? Und jetzt kann ich das Ganze schon mal testen und sehe, dass das so einfach nicht funktioniert. Und das liegt daran, dass hier ein Null drin ist und Null gibt es an der Stelle nicht. Und dementsprechend gebe ich jetzt hier eine 1 hinein, teste das Ganze noch einmal und dann bekomme ich auch ein Ergebnis. Ich kann also hier meine Testdaten ganz einfach mocken, überschreiben, indem ich hier auch bei dem Stift in die verfügbare Variable einspringe und einfach einen anderen Wert hineinschreibe. Und dieser Wert wird dann auch nur zu Testzwecken genutzt. Warum muss ich das machen? Weil eben diese ID ja aus einem Event kommt. Das Event ist aber jetzt natürlich im Testmodus noch nicht gekommen, also kann ich jetzt einfach hier die Daten sozusagen simulieren, um mit diesen Daten schon mal weiterarbeiten zu können. Gut, ich habe jetzt also hier eine Ausgabe, die auch Sinn macht. Ich habe also hier eine Sales Order und diese Sales Order, diese Daten in der Ausgabe stehen mir zur Verfügung in der neuen Variable Central Sales Orders. Die ist entsprechend vorbelegt, wenn ich die Komponente dem Workflow zufüge. Ich kann die auch beliebig umbenennen. Ich kann die zum Beispiel Sales Orders nennen und dann sieht man, dass sie sowohl hier in der Ausgabe als auch hier in der Ansicht der Variable in der Komponente entsprechend mit angepasst wird. So, und jetzt möchte ich also, dass diese Sales Order, so wie sie entsprechend hier drin ist, ja, mit all den Daten, die hier entsprechend hinterlegt sind, die möchte ich also hier in meine Logdatei übernehmen. Und dafür kann ich einfach meine Logdatei aufrufen. Hier ist noch der Input aus dem vorhergehenden Video drin. Ich nenne diese Nachricht meine Sales Order und ich möchte hier meine Sales Orders hineingeben. Und vielleicht, und das ist hier durchaus denkbar, möchte ich jetzt nicht verschiedene Sales Orders sozusagen hineingeben, sondern ich möchte eine spezifische Sales Order entsprechend hier hineingeben. Das kann ich entsprechend tun. Und per Dot Notation sozusagen hier weiter reinspringen. Das zeige ich euch, glaube ich, gleich. Erstmal testen wir, was jetzt passiert. Ich habe also hier Sales Orders reingegeben und sage testen. Und dann habe ich hier meine Sales Order. Das finde ich hier auch in meinem Test wieder. Und hier ist also der Inhalt meiner Sales Orders. Und ihr seht jetzt aber, ich möchte jetzt entsprechend diesen Bereich hier in meinem Input, den möchte ich gar nicht haben, sondern ich möchte nur das haben, was hier in Data steht. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, das entsprechend zu erreichen. Die eine Möglichkeit ist, ich kann hier direkt in diese Syntax, ja, immer wenn ich eine Variable in ein Feld ziehe, wird das in die richtige Syntax aufgelöst, kann ich das einfach hineinschreiben. Per Dot Notation, also Punkt Sales Order Punkt Data. Und wenn ich das nochmal teste, dann habe ich jetzt hier mein richtiges Ergebnis, nämlich hier mein Array mit meinen entsprechenden Ergebnissen. Ich könnte jetzt noch weitergehen und sagen, ich möchte aber entsprechend nur das erste Ergebnis haben. Und auch das könnte ich per Dot Notation machen und sagen 0. 0 ist technisch gesehen immer das erste Ergebnis. Und dann sieht man, dass hier oben die Eckklammer verschwindet und ich nur die erste Sales Order meiner Ergebnisliste entsprechend zurückbekomme. Und mit diesem Ergebnis oder mit dieser Variable kann ich jetzt entsprechend direkt weiterarbeiten. Ich kann es aber auch so machen, dass ich mir meine Variablenübersicht anzeige. Und hier habe ich auch meine Sales Orders. Ja, meine Sales Orders Variable. Und genau das, was ich gerade mit meiner Dot Notation gemacht habe,
kann ich jetzt entsprechend hier auch in meiner Schemastruktur nachverfolgen. Ich habe also mein Array Data mit den verschiedenen Ergebnissen und hier habe ich mein erstes Ergebnis, das ist sozusagen mit dem Key 0, das ist meine Sales Order. Und ich kann jetzt einfach hier sagen, ich möchte das kopieren und dann kann ich zurückgehen in meine Log-Nachricht, das hier rauslöschen, einfügen und dann komme ich genau das gleiche Ergebnis, die gleiche Syntax angezeigt. Und wenn ich das teste, habe ich natürlich hier entsprechend auch das gleiche Ergebnis. Also, ob ich das entsprechend oder auf welchem Weg ich das Ganze mache, ist ja mir im Endeffekt selbst überlassen. Aber so funktioniert die Übergabe von Komponente zu Komponente. Idealerweise einfach immer die verfügbare Komponente in das gewünschte Feld bringen. Ich kann das hier aus dem Workflow direkt machen. Ich kann das auch hier aus dem Eingabebereich machen. Und wenn ich entsprechend tiefer hinein möchte in eine verschachtelte Komponente, dann kann ich das, wenn ich mich damit auskenne, einfach per Dot Notation schreiben. Ich kann aber auch hier über den Eingabebereich oder über die Variablenübersicht direkt entsprechend hier tiefer einspringen und die richtigen Orts oder die richtige hierarchische Tiefe sozusagen finden. Das würde natürlich auch gehen, wenn ich gar nicht die ganze Sales-Order haben möchte, sondern zum Beispiel nur das Date. Ja, auch hier kann ich das einfach dann kopieren, gehe wieder in mein Log-Element und füge das entsprechend ein. Und man sieht hier Punkt 0, Punkt Date. Er bringt mich hier zum richtigen Pfad sozusagen und löst mir das entsprechend richtig auf. Und wenn ich das jetzt teste, dann bekomme ich hier nur das Date. Und hiermit kann ich jetzt entsprechend weiterarbeiten und diese Daten transformieren oder in irgendeiner Form ein Update wieder auf ein anderes System machen, was auch immer ich entsprechend damit machen möchte.